Wuppertal im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Bekannt für die Schwebebahn, den Schilderwald, aber auch für einen Weltmarktführer. Die Firma Riedl stattet Studios, Formel-1-Teams und viele andere Kunden mit Kommunikationslösungen aus. Eines der neuesten Projekte, die RevCam. Firmengründer Thomas Riedl lässt sich in der Produktion gerade das neueste Modell präsentieren. Die Entwicklung technisch herausfordernd. Die Kamera muss winzig klein sein, also wirklich eine kleine Kamera, die so leicht und klein ist, dass man sie an das Headset anstecken kann. Und das Headset selber, das hängt ja nur über so ein Ohrpassteil im Ohr. Also auch da, ich sag mal, wenn man da richtig dran zieht, dann ist es natürlich draußen. Ich kann ja keine Schraube ins Ohr drehen. So, und das musste so klein sein wie möglich, so leicht sein wie möglich und damit dann auch allen Sicherheitsanforderungen entsprechen. DFB-Schiedsrichter Nikolaus Winter hatte die Idee für die RevCam. Hier wird sie gerade angepasst, geputzt und für das Interview bereit gemacht. Die Motivation hinter der Innovation schnell erklärt. Das hat natürlich Trainingszwecke, Analysezwecke. Wo habe ich mich auf dem Feld bewegt? Wie war mein Einblick in die Situation? Konnte ich das überhaupt sehen? Auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig spannend für einen Externen einfach mal zu sehen, wie ist denn eigentlich die Perspektive vom Schiedsrichter auf dem Feld? Ich meine, das Spiel geht so schnell mittlerweile. Die Abläufe sind so schnell im Vergleich zu früher. Man kann als Schiedsrichter auch im Team nicht alles sehen. Deshalb war es unsere Vision auch tatsächlich, dass jeder Fußballer auf der Welt zukünftig die Perspektive des Schiedsrichters kennt. Die RevCam hat bereits erste Einsätze testweise absolviert. Zum Beispiel beim Premier League-Spiel Crystal Palace gegen Manchester United. Die Position der Kamera auf Augenhöhe kein Zufall, sondern Vorgabe, um möglichst realistische Bilder zu liefern. Ich sehe tatsächlich den Blickwinkel, den halt auch tatsächlich der Schiedsrichter hat. Und im Übrigen auch inklusive der Bewegung des Kopfs. Wenn man das mal ausprobiert und hält sich im Zweifelsfall die Handykamera einfach mal neben das Auge und hält sie einfach mal auch auf die Brust, dann merkt man den Unterschied schon ganz deutlich. Deutlich merkt man auch den Unterschied im Verhalten der Spieler. Die Kamera sichtbar, die Spieler zurückhaltender. Also in den Spielen, die wir bisher ausgestattet haben, hat der Schiedsrichter nach dem Spiel gesagt, er hatte tatsächlich das Gefühl, dass er weniger angelaufen wird. Und das ist doch ein total positiver Nebeneffekt. Also es soll kein Erziehungsgerät sein. Wir wollen, dass wir Emotionen auf dem Spielfeld ganz normal sehen. Aber wenn es dazu beiträgt, dass man ein besseres Miteinander hat, umso besser. Schon in naher Zukunft könnte die RevCam zur Standardausstattung der Schiedsrichter gehören, wie heute die Headsets. In Wuppertal bei Riedl wird genau daran gearbeitet.